So, wir wollen heute mal zur UK Holding Gesellschaft sprechen, also zur UK Limited Company als Holding Gesellschaft und warum die insbesondere für Auswanderer in steuergünstigen Ländern einige Vorteile bietet. Wir haben ja immer wieder das Thema, wo du als Auswanderer in einem steuergünstigen Land wohnst und wo möglicherweise deine Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Das heißt, würde dir jemand eine Dividende ausschütten, dann müsstest du darauf keine Steuer bezahlen in deinem Wohnsitzland. Aber hier ist die große Krux. Viele Gesellschaften, die Dividende ausschütten, müssen eben im Sitzstaat der Gesellschaft, im Sitzstaat des Emittenten Quellensteuer abführen. Ganz bekanntes Beispiel natürlich die USA. Wenn du an einer US-Gesellschaft beteiligt bist, auch wenn du nur ein paar Aktien an Google hast oder Microsoft, dann ist bei einer Dividendenausschüttung immer Quellensteuer in den USA abzuführen. Das geht bis zu 30% und kann durch ein Doppelbesteuerungsabkommen dann entsprechend gesenkt werden. Lebst du aber eben in einem steuergünstigen Land, gibt es meistens kein Doppelbesteuerungsabkommen und somit hast du dann also das Problem, dass du hier 30% Quellensteuer bezahlen müsstest. Das Ganze gilt natürlich in gleicher Weise, wenn du deine eigene Gesellschaft hast. Ja? Hast du eben deine eigene US-Gesellschaft, die dir Dividenden auszahlt oder deine deutsche GmbH oder irgendeine andere Gesellschaft, dann wird eben auch Quellensteuer fällig. Ganz absurd die Situation in der Schweiz. Dort werden 35% Quellensteuer fällig und wie gesagt, die bekommst du nicht zurück. Die kannst du auch nicht verrechnen, denn dort, wo du wohnst, zum Beispiel Zypern, Malta, Spanien oder sonst irgendwo, zahlst du eben keine Steuern auf diese Einkünfte und somit kannst du auch entsprechend die Quellensteuer nicht zurückfordern. Daher ist eben die UK Holding Gesellschaft doch relativ interessant, denn hier kommt der Punkt, im UK gibt es keine Quellensteuer. Ja? Also jetzt mal angenommen, dass du eine Holdinggesellschaft im UK hast und diese schüttet dir jetzt eine Dividende aus in Höhe von 100.000 Euro, dann bekommst du wirklich 100.000 Euro auf dein Konto ausbezahlt und musst nicht noch irgendwelche Quellensteuern abführen, die du dir möglicherweise dann kompliziert zurückholen kannst oder eben wie in den meisten Fällen in so einer Konstellation eigentlich nicht zurückbekommst. Das macht die UK Limited als Holdinggesellschaft für Personen, die in einem steuergünstigen Land wohnen, sehr attraktiv. Ansonsten hat die UK-Gesellschaft die üblichen Vorteile, die man von anderen Holding-Gesellschaften kennt. Also du kannst zum Beispiel Beteiligungen steuerfrei verkaufen. In Kombination mit der fehlenden Quellensteuer auf Dividenden ist das sehr interessant dann, wenn du einen Betrieb verkaufst. Nehmen wir mal an, du wohnst im steuergünstigen Ausland, sagen wir mal in Dubai. Und jetzt hast du ein deutsches Start-up und dieses deutsche Start-up packst du in eine britische Holdinggesellschaft hinein. Dann verkauft die britische Holdinggesellschaft dieses Start-up. In der Holdinggesellschaft entstehen keinerlei Steuern und weil es eben keine Quellensteuer gibt in UK, kann dir die Gesellschaft dann den ganzen Veräußerungserlös steuerfrei nach Dubai ausschütten. Also rechnen wir das mal durch. Mal angenommen, du verkaufst die GmbH, die ja der britischen Holdinggesellschaft gehört, für 1 Million. Dann kriegt die britische Holdinggesellschaft 1 Million Euro steuerfrei, muss darauf keine Steuern bezahlen und kann die kompletten 1 Million dann an dich als Dividende ausschütten und muss dort keine Quellensteuer einbehalten. Das ist dann für dich, wenn du eben in einem Land wie Dubai wohnst, ein großer Vorteil. Es gibt auch noch andere Vorteile. Die britische Holdinggesellschaft kann zum Beispiel auch ein Share-Buyback machen. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, du wohnst in der Schweiz. In der Schweiz sind ja Dividenden nicht steuerfrei, aber Veräußerungserlöse sind steuerfrei. Wenn du Aktien verkaufst, dann sind die Gewinne steuerfrei in der Schweiz. Also, nehmen wir mal an, du hast eine britische Holdinggesellschaft und da liegt jetzt ein größerer Betrag drin und diesen Betrag könntest du dir als Dividende ausschütten. Willst du es aber natürlich nicht machen, denn in der Schweiz musst du dann darauf Steuern bezahlen auf diese Dividende. Möglicherweise nicht besonders viel, aber immerhin. Jetzt kannst du einfach Folgendes machen. Du hast ja in UK letztlich nicht die Notwendigkeit, hier Stammkapital einzubezahlen. Das heißt, du kannst eine Gesellschaft gründen mit 100.000, 200.000 Aktien, ohne jetzt hier für die Aktien groß irgendwas zu bezahlen, wenn du die gründest. Du musst also nicht 200.000 oder sowas dann einzahlen. So, sagen wir mal, du verkaufst jetzt einfach 20.000 Aktien, die du besitzt an der Gesellschaft, an die Gesellschaft zurück. Die Gesellschaft kauft dir diese Aktien ab und zahlt dir dann den entsprechenden Gewinn, den du sonst als Dividende bekommen würdest, einfach als Kaufpreis für deine Aktien aus. Das heißt, du hast eine Veräußerung, du veräußerst deine Aktien an deine eigene Gesellschaft, dann ist der komplette Ertrag steuerfrei. Das ist eben auch eine Möglichkeit, die die UK Holding Gesellschaft hier
bietet. Natürlich auch andere Gesellschaften bieten Share-Buyback-Optionen, aber zum Teil eben viel komplizierter als die UK-Gesellschaft. Dazu sollte man sagen, dass der UK noch viele Doppelsteuerungsabkommen hat, was ein Vorteil ist, denn Gewinne, die in einer Tochtergesellschaft versteuert wurden und dann an die britische Mutter ausgeschüttet werden, sind dort nicht mehr zu versteuern. Was Ähnliches kennen wir ja bei der Ehemutter-Tochter-Richtlinie, unter der Annahme, dass sie schon mal irgendwo versteuert wurden oder von einem Land kommen, mit dem UK ein Doppelsteuerungsabkommen hat. Also dies würde nicht funktionieren zum Beispiel, wenn die UK-Gesellschaft jetzt an einer amerikanischen LLC beteiligt ist und da also unversteuertes Geld von der LLC bekommt. Das wäre nicht in der britischen Gesellschaft steuerfrei. Da müsste man sich dann eine andere Lösung überlegen. Hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit dann zu sagen, okay, man schaltet eine Holdinggesellschaft in Malta noch dazwischen. Das heißt, die LLC gehört der maltesischen Holdinggesellschaft. Die maltesische Holding muss dann den gesamten Gewinn mit 5% einmal versteuern. Dann können eben die verbleibenden 95% an die britische Holdinggesellschaft fließen und von dort dann ohne weiteren steuerlichen Abzug an dich. Ja? Aber wie gesagt, UK hat viele Doppelbesteuerungsabkommen, zum Beispiel auch mit Singapur. Das heißt also, solange die Gewinne irgendwo versteuert wurden, müssen sie dann bei Ausschüttung in die Holdinggesellschaft nicht nochmals versteuert werden und können steuerfrei an dich, also ohne Quellensteuer, ausgeschüttet werden. Wichtig zu wissen, natürlich, UK ist nicht mehr in der EU, das heißt, die sogenannte EU-Mutter-Tochter-Richtlinie gilt nicht. Hast du zum Beispiel eine deutsche GmbH, die Tochter der UK-Holding-Gesellschaft ist und die deutsche GmbH schüttet Quellensteuer aus, an die britische Gesellschaft werden in Deutschland 5% Quellensteuer fällig, wobei das Ganze ist noch mehr trickreich. Du musst nämlich tatsächlich zunächst mal die gesamte deutsche Quellensteuer abführen, 25%. Und die britische Holdinggesellschaft kann sich dann den Rest zurückholen, was meistens ein Riesenkampf ist. Da wird dann in Deutschland überprüft, wohnt der Gesellschafter jetzt in irgendeinem steuerlich günstigen Land, hat die Gesellschaft Substanz genug vor Ort und so weiter und so fort. Also das heißt, dieses Thema wird also immer komplizierter, wenigstens in der EU und übrigens auch in den USA, was hier die Quellensteuer auf Dividenden anbelangt. In anderen Ländern ist dies nun weniger ein Problem. Die britische Holdinggesellschaft könnte zum Beispiel attraktiv sein in Kombination mit einer ungarischen Gesellschaft. Dort werden ja nur 9% Körperschaftssteuer fällig. Die britische Gesellschaft kann dann quellensteuerfrei den ganzen Rest bekommen, denn es gibt ein DBA zwischen Ungarn und UK. Und du könntest dann von der britischen Gesellschaft dir die Gewinne weiter quellensteuerfrei ausschütten lassen. Weitere Vorteile der britischen Holdinggesellschaft ist, dass sie relativ schnell gegründet ist. Man kann relativ gut dafür Konten eröffnen, wobei für Holdinggesellschaften das immer auch tricky sein kann, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Nachteil möglicherweise mag für dich sein, dass es dort ein Transparenzregister gibt, was wirklich sehr transparent ist. Also da gibt es keine Möglichkeit, jetzt irgendwie was zu verstecken, wer der Gesellschafter ist oder sonst irgendwas. Wenn du damit also ein Problem hast, dann muss ich dir dringend davon abraten. Dann ist die britische Holdinggesellschaft nicht für dich geeignet. Ansonsten aber eignen sie sich sehr gut für alle, die im Grunde genommen von diesen Vorteilen, die ich hier gerade eben gesprochen habe, insbesondere der Quellensteuerbefreiung profitieren können. Also all jene, die in einem Land wohnen, wir haben es vorhin schon gesagt, Dubai, Zypern, Malta und so weiter und so fort, wo man keine Steuern auf ausländische Dividenden bezahlen muss. Wenn dich die UK Holding Gesellschaft interessiert oder eine andere Holding-Konstellation, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Holding-Vorhaben zu sprechen. Wir haben schon viele Holding-Gesellschaften in vielen verschiedenen Ländern gegründet, EU, Nicht-EU, doppelsteuerige Gesellschaften und so weiter und so fort. Da gibt es ja die verschiedensten Variationen. Link packe ich hier rein. Wir haben natürlich auch ein Paket für die britische Holdinggesellschaft, wenn du diese gleich gründen möchtest. Link packe ich ebenfalls hier hinein. Ich würde mich freuen, wenn du Mandant unserer Kanzlei wirst und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.